Hi und willkommen bei ATB Autoteile. Heute geht es um den Austausch einer Lichtmaschine, eines Generators an einem 2 Liter TSI Motor. Für den Ausbau würde ich euch raten, die Batterie einmal hier komplett zu trennen. Das heißt, dass wir hier gleich spannungsfrei arbeiten. Natürlich 12 Volt kann normal nicht viel passieren. Trotzdem arbeiten wir an der Lichtmaschine und es geht ja natürlich eine Plusleitung direkt hier rüber. Und dann passiert es gerne, dass man hier einen Kurzschluss verursacht und somit Steuergeräte beispielsweise schießt. Und darum einfach Batterie abklemmen. Dann seid ihr hier spannungsfrei und es kann auf keinen Fall irgendwas passieren. Es kann kein Kurzschluss zustande kommen. Das ist einfach immer eine kleine Empfehlung, an die ich mich auf jeden Fall halten würde. Bei diesem 2 Liter TSI Motor sitzt die Lichtmaschine hier im vorderen Bereich, wird hier über den Keilrippenriemen angetrieben. Dieser muss natürlich demontiert werden. Theoretisch kann man das gerade hier bei diesem Motor ganz gut von hier oben machen. Jedoch für euch wäre das ganz blöd, denn dann würdet ihr nicht sehen, was ich hier mache. Darum fahre ich das Fahrzeug jetzt hoch, schraubt den Radkasten raus, dann können wir von der Seite aus arbeiten. Dann kann ich euch genau zeigen, auf was ihr bei welchen Arbeitsschritten achten müsst. So schaut das Ganze jetzt von hier unten von der Seite aus. Hier haben wir die Spannrolle, der Keilrippenriemen, der hier oben über die Lichtmaschine drüber geht. Diese ist mit 2 Schräubchen unten und 2 Schräubchen oben gesichert. Die untere kann man hier jetzt ganz gut erkennen. Bei der Demontage des Keilrippenriemens kann ich euch empfehlen, einen solchen abgewinkelten Ringschlüssel zu verwenden. Dann kommt man ganz gut auf der Sechskant, kann hier die Spannrolle komplett rüberziehen und dann würde ich das Ganze hier mit einem solchen Splint sichern. Der ist normalerweise in Absteckwerkzeugen immer enthalten. Wenn man hier beispielsweise Zahnriemen macht, dann hat man einen solchen Splint eigentlich immer mit dabei. Ich kann euch das Ganze gerne mal messen. Wir haben hier so 3,5 mm Durchmesser. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch einen 3,5 mm Bohrer nutzen und den jetzt gleich zum Sichern nutzen. Dann bleibt die Spannrolle schön komplett gespannt und ihr könnt hier den Keilrippenriemen komplett rausziehen. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Also auf jeden Fall ein solches Teil besorgen oder ein Bohrer, funktioniert genauso. Also quasi einfach den Schlüssel hier aufsetzen. Hier oben ist das Loch, in dem hier der Splint reinkommt. Einfach reinstecken schon mal und dann das Ganze hier spannen, bis der Splint einrastet und dann bleibt die Spannrolle hier in dieser Position und man kann den Keilrippenriemen ganz einfach hier abziehen. Hier würde ich euch empfehlen, macht euch eine kleine Zeichnung oder ein Foto davon, dass ihr später beim Auflegen des Riemens nicht rätseln müsst, wie war jetzt drauf, über welche Rolle kommt der wie rüber. Das heißt, entweder eine Zeichnung oder ein Foto machen, dann habt ihr später beim Zusammenbau. Ist viel, viel einfacher. Somit ist hier die Lichtmaschine schon befreit vom Keilrippenriemen. Und die unteren Schrauben lösen wir von hier unten. Hier sieht man sie ganz gut. Diese beiden herausdrehen. Für die Demontage brauchen wir einen 13er Schlüssel. Am einfachsten geht das natürlich mit einem solchen, mit einer Ratschfunktion. Und hier mit einer solchen Abwinkelfunktion, denn dann kann man das Ganze genau einstellen, dann kommt man wunderbar ran. Sind auch nicht allzu fest zu, also mit so einem normalen Schlüssel geht das ohne Probleme. Ihr werdet feststellen, dass ihr die Schrauben nicht so einfach herausziehen könnt, da sie relativ lang sind und der Bauraum dort sehr begrenzt ist. Das macht aber nichts, die Schrauben einfach so weit herausdrehen, dass ihr sie hin und her schieben könnt. Somit sind sie komplett gelöst und wenn wir jetzt gleich die oberen demontiert haben, können wir die Lichtmaschine einfach abziehen. Die oberen sitzen genau hier, da kommt man ganz gut ran, hier und direkt nebendran. Diese auch einfach herausdrehen, die könnt ihr dann auch ganz rausnehmen. Da kommt ihr ja ganz gut ran und dann ist die Lichtmaschine theoretisch schon vom Motorblock demontiert. Perfekt, die Lichtmaschine ist hier gelockert. Jetzt nur noch die Kabel hier demontieren. Das ist hier relativ fummelig und eng. Das kann ich euch so nicht zeigen, deshalb blende ich euch das Ganze hier mal im ausgebauten Zustand ein. Hier im oberen Bereich muss einmal ein Stecker gelöst werden und dann noch hier diese Leitung. Als erstes müsst ihr hier diese Schutzkappe demontieren und dann könnt ihr hier diese 13er Mutter herunterschrauben und dann hier die Plusleitung einmal abschrauben bzw. abziehen. Und das war es eigentlich schon. Das Rausnehmen ist auch etwas fummelig, da wir hier relativ wenig Bauvolumen haben. Nach hier vorne haben wir wenig Platz, das heißt, wir können sie nicht sehr weit nach vorne ziehen. Und dann stößt sie hier überall an. Darum am besten hier einmal die Kühlleitung, die hier an der Ansaugbrücke befestigt ist, einmal hier und einmal hier abschrauben. Dann können wir diese einfach etwas hochziehen, dann ist die schon mal aus dem Weg. Und dann hier den Stecker vom Öldruckmesser hier einmal entfernen und dann kommen wir hier mit etwas hin und her
Fummeln auf jeden Fall vorbei. Und jetzt ist noch ganz wichtig, dass ihr einmal die neue mit der alten Lichtmaschine vergleicht. Auf der alten könnt ihr hier einmal die Amperezahl ablesen. Und das sollte mit der neuen auf jeden Fall übereinstimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Darum am besten, wenn ihr eine neue bestellt, einmal hier das an der Lichtmaschine ablesen. Entweder mit einem Spiegel in den Motorraum gehen oder mit dem Handy ein Foto machen und dann nach diesen Daten die Lichtmaschine suchen. Denn je nach Ausstattung gibt es da verschiedene Größen. 115 Ampere, 120 Ampere. Diese jetzt hat 140 Ampere. Ich glaube, es gibt noch eine mit 160. Von daher auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die richtige einbaut. Wenn die neue eingesetzt wird, die unteren Schräubchen nicht vergessen, sonst bekommt ihr die später nicht mehr rein. Wegen dem Bauraum, habt ihr ja eben gesehen. Übrigens habe ich mich hier für eine general überholte Lichtmaschine entschieden. Gibt es natürlich auch bei uns im ATP-Shop. Schaut da gerne mal rein. Am besten ladet ihr euch die App runter und dort könnt ihr dann direkt euer Fahrzeug hier in der App abspeichern in eurer Garage und könnt hier eure Bauteile heraussuchen. Am besten nutzt ihr dafür auch unsere Community Codes, dann spart ihr noch mal kräftig bei eurem nächsten Kauf. So, wenn ihr jetzt geschafft habt, dass ihr die Lichtmaschine hier wieder reingefummelt habt, als erstes hier die Anschlüsse anschließen, denn jetzt habt ihr hier noch die Möglichkeit, die Lichtmaschine etwas zu bewegen und zu kippen. Und dann geht das Ganze einfacher. Wenn die Lichtmaschine jetzt wieder montiert ist, muss nur noch der Keilriemen wieder drauf. Darauf achten, dass er überall richtig sitzt. Wenn das dann soweit passt, kann hier der Splint schon wieder raus. Und jetzt zum Schluss, ganz wichtig, alles noch einmal überprüfen. Sind die 4 Schrauben der Lichtmaschine richtig angezogen? Ist alles richtig fest? Ist alles an Ort und Stelle? Alles, was ihr demontiert habt, wieder montiert? Alle Stecker drauf, alle Anschlüsse richtig montiert, alles richtig fest? Wenn ja, Fahrzeug einmal starten und dann sollte alles wieder funktionieren. Falls Fragen hier irgendwie zu dem Thema sein sollte, gerne ab damit in die Kommentare. Wir versuchen alles schnellstmöglich zu beantworten. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, euer Dennis vom ATP-Team.